Hallo meine Lieben und willkommen zum letzten Vlog mit Baby im Bauch. Der nächste, der kommt, wird dann schon mit Baby außerhalb vom Bauch dann ja inshallah stattfinden. Auf jeden Fall ja, es ist jetzt nicht mehr lange. Es ist nur noch ein paar wenige Tage und dann bin ich im Krankenhaus. Ich war vorgestern noch mal in der Klinik, da hatte ich noch mal die letzte Untersuchung wegen dem Blutzucker und so weiter. Da hatte ich dann auch mein CTG endlich mal. Ich hatte ja noch keinen. Und dann, da war auch so witzig zu sehen, weil ich kriege ja jetzt schon öfters eigentlich schon, bestimmt seit 1-2 Wochen immer wieder mal so Übungswehen. Und ich war mir immer nicht sicher, ist das jetzt eine Wehe? Weil man vergisst ja das alles, wie so die Wehen, Schmerzen und so weiter waren. Oder ist das jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, das Kind drückt sich extrem raus oder so. Aber nee, ich hatte das dann am CTG gesehen. Da habe ich so gesehen, da ist eine Zahl hochgegangen und da waren ja so 3, 4 verschiedene Striche, ne, die da so gemessen wurden. Ich wusste nicht, welcher der Wehenmesser war. Da habe ich die Schwester gefragt und meinte ich so, ist das der Wehenmesser? Und sie so, ja. Da meinte ich, da habe ich es gemerkt, da hatte ich eine kleine Wehe. Das sind so kleine Übungswehen. Ne? Heute musste ich auch wieder in die Klinik nochmal. Und so hatte ich jetzt noch das Narkosegespräch, ne? Also dadurch, dass ich ja die PDA bekomme, die Teilanästhesie oder wie das sich nennt, musste ich da ja noch das Gespräch führen. Das hatten wir noch heute. Und ja, ich habe die letzten Sachen besorgt. Ich habe vorgestern auch den Kinderwagen geholt. Zeige ich euch gleich alles. Also wir machen jetzt wirklich die letzten Sachen. Und witzigerweise ist wirklich, dass ich so jetzt eine Woche vor der Geburt, also jetzt so vor ein paar Tagen, hat bei mir so irgendwie dieser Nestbautrieb oder wie man das so nennt, irgendwie begonnen. Weil dann plötzlich habe ich doch lauter Sachen bestellt. Ich habe dann jetzt doch den Aufsatz für die Wickelkommode bestellt, weil mir das doch alles so ein bisschen dazu zu eng ist. Und dadurch, dass ja ich keine Seitenabschlüsse habe, alles so ein bisschen so... Ja, als wenn es so alles aus den Seiten runterfällt und so. Deswegen habe ich jetzt doch einen Wickelaufsatz bestellt. Mal gucken, ob der gut passt. Ich habe jetzt einen weißen genommen. Also ich habe zwar auch einen in dieser Birke-Optik, wenn es Birke ist. Weiß ich nicht genau, die Malmkommode. Weil das ist jetzt kein Originalaufsatz. Es ist halt ein Aufsatz, den man eben für die Balmkommode benutzen kann. Und es gab auch einen in der Farbe. Aber ich wollte diesen einen, weil dadurch, dass ich ja die kleinere Wickelauflage habe, wollte ich, dass das so abgetrennt ist. Einmal für die Wickelauflagen und einmal nochmal so eine Bereiche, wo ich die Sachen hinlegen kann. Deswegen fand ich das schöner und ich denke, das sollte nicht stören. Wir werden sehen, wie das aussieht. Dann ist halt oben weiß, unten braun. Was ich jetzt mache, ist, ich wasche jetzt meine letzte Ladung an Babysachen, weil ich habe noch ein paar Sachen. Ich habe hier noch ein paar Mullwindeln. Medium fand ich so mit dieser, wie heißt die, Milfi oder so? Milf, mit dieser Hase, keine Ahnung. Medium so, mal Anja, die sind so süß, nimm die mal mit. Dann habe ich die noch mal mitgenommen, die 3 Spucktücher. Und die fand ich richtig praktisch, die Spucktücher. Deswegen habe ich die auch mitgenommen, weil die halt einfach so diese längliche Form haben. Und auch noch mal so ein bisschen dicker sind mit hier Frotte. Also die sind halt wirklich klassisch so für das, so zum Rüberwerfen, ne, fürs Bäuerchen. Also fand ich die von der Größe und Form halt auch noch mal richtig gut. Wir werden ja sehen, ob sie viel spucken wird oder nicht. Meriam war zum Beispiel, also die hat wirklich gut viel gespuckt, die Meriam. Aber das war auf jeden Fall so ein Set mit 1, 2, 3, 4, 5er Set. Genau, in so verschiedenen Farben. Die wasche ich jetzt noch mal. Ich habe noch das eine Bettlaken, muss ich noch waschen. Dann habe ich einen Betthimmel noch geholt und Betthimmelstange ist auch gestern angekommen. Machen wir dann auch noch mal so einen schönen Betthimmel. Finde ich auch noch mal so ein bisschen geschützter, schöner, dass sie halt, ja, weil hier habe ich schon ein bisschen Durchzug hier im Raum. Deswegen ist es, denke ich, auch ganz gut so als Schutz, auch als Lichtschutz und so weiter. Dann war ich bei dem, ich finde diese Alana-Marke voll schön. Wisst ihr? Ich finde, die haben immer voll so schöne Sachen und auch so schön, also vom Preis her auch gar nicht so teuer. Hier war auch der Zweiteiler, ich glaube 13 €. Habe ich aber auch schon jetzt größer mitgenommen, ne? Ich glaube 62, genau. Also Hose ist auch so ein bisschen so eine mitwachsende Hose. Das finde ich immer ganz gut, dass man das so eben krempeln kann. Dass man das so ein bisschen länger anziehen kann. Und dazu so ein süßes Oberteil. Mit, was ist da drauf? Erdbeermelone und Zitrone. Ja, fanden wir so süß, habe ich mitgenommen. Dann habe ich noch einen Schlafsack mitgenommen, weil ich habe einen Schlafsack, den hatte ich ja bei der Babyshower geschenkt bekommen. Der ist aber sehr, sehr dünn. Also der ist gefühlt, finde ich, ein Sommerschlafsack. Und ich hatte jetzt auch noch mal gefragt im Babyladen, ne, weil man guckt ja beim Schlafsack auf diese Tock
Und so wie der mich jetzt beraten hat, meinte ja so 1 bis 2 Tok wäre jetzt sozusagen bei dem Wetter jetzt. Ich habe mich jetzt für 2 Tok entschieden, also das ist schon so ganz leicht gefüttert, aber nicht so dünn wie den, was ich habe. Deswegen denke ich, der ist ganz gut. Ich wollte auch nicht so einen Mini-Schlafsack mitnehmen. Der ist zwar Größe 60, also hier steht 3 bis 6 Monate, aber ich finde den schon relativ klein. Also ich meine, da kann der unten ein bisschen leer bleiben, oder? Die anderen waren halt so wirklich winzig, winzig. Da passt sie was dann einen Monat nur rein. Naja, ich hoffe, das ist richtig so. Wir werden sehen. Wenn nicht, muss man noch mal neu kaufen. Dann bei TK Maxx hatte ich hier noch so eine schöne Decke mit Winnie Pooh. Die musste ich auch noch mal mitnehmen. Die ist hier vorne so Musselin, aber hinten so ein kuscheliger, weicher Stoff. Weil ich habe nur eine Decke. Und apropos Decke, ich danke euch nochmal vielmals für all eure zahlreichen Kommentare, hilfreichen im letzten Vlog, denn ich hatte euch ja gefragt, schreibt mir auf jeden Fall, falls ich was vergessen habe. Und klar, natürlich, eine Babydecke nehme ich noch mit, packe ich jetzt nochmal in meinen Koffer. Ich weiß ja nicht, ich habe zwar geguckt, das Wetter ist auch relativ, so wie heute, sehr schön warm jetzt die nächsten Tage. Und ich weiß nicht, ob dann der Overall reicht, wenn ich den dann im Kinderwagen oder beziehungsweise Autoschale dann sie vom Krankenhaus nach Hause transportieren. Sicherheitshalber nehmen wir noch mal eine Decke, ein Spucktuch und genau, was war noch? Handtücher. Genau, also Handtücher, Duschhandtuch, wenn ich duschen will. Ich weiß, Krankenhaus gibt Duschhandtuch, aber ich habe mir extra, das ist nämlich für mich immer wichtig, dass ich immer ein extra Handtuch für mein Gesicht habe und trotzdem noch mal ein kleineres Handtuch. Also das reicht jetzt, ein großes Handtuch brauche ich nicht unbedingt. Also ich weiß, das kriege ich auch im Krankenhaus, wenn ich da jetzt ein großes Handtuch brauche. Aber das war jetzt eigentlich das, was noch mir fehlt in meiner Krankenhaustasche. Ja, so Ladekabel und so hatte ich ja gesagt, Powerbank hatte jemand geschrieben, die habe ich auch immer in meiner Tasche, generell immer dabei. Kaugummis hatten mir welche nochmal geschrieben, da hatte ich nämlich auch Videos dazu gesehen, dass man direkt nach dem Kaiserschnitt wohl es gut ist, Kaugummi zu kauen, um die Verdauung anzuregen, weil die wird ja irgendwie lahmgelegt oder so. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt so richtig war, aber ich hatte das auch gehört, also ich hatte das auch in einem Video irgendwo gesehen. Ja, also das war das, was ich noch in die Kliniktasche vergessen habe. Und ich habe jetzt noch einen Heizstrahler bestellt. Es ist zwar nicht mehr so kalt, aber es ist ja hier in Berlin, ihr wisst ja, ne? Und April, der macht, was er will. Manchmal ist es dann auf einmal, jetzt war ja auch die Tage, dann war es jetzt plötzlich wieder kalt. Dann war ein Tag, wo wir 20 Grad hatten, dann hatten wir wieder nur 6, 7 Grad. Also es schwankt ein bisschen und dadurch, dass ja auch unsere Heizung hier im Schlafzimmer kaputt ist, habe ich jetzt doch sicherheitshalber auch noch mal einen Heizstrahler bestellt. Falls es nachts doch irgendwie super kalt ist, dann kann ich den anmachen und ja, Herbst, Winter nach dem Baden oder so. Hat jetzt nicht die Welt gekostet. Deswegen, ja, denke ich, sicherheitshalber einfach mal da haben. Hauptsache, die Kleine friert nicht nachts. Ja, was ich jetzt noch nicht so habe, ist sowas wie so eine Babywippe, ne? So diese Babybüren. Ein Mobili habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Oder eben diese Krabbeldecke mit so einem Mobili oben drüber. Sowas habe ich alles nicht. Aber ich finde, das hat noch Zeit. Das kann ich danach bestellen. Vor allem sind das auch Sachen, die kann man mir dann gerne schenken, wenn man zu Besuch kommt. Ich lasse noch ein bisschen Freiraum, ne? Falls jemand kommt und mir noch was schenken möchte hier. Ne? Das habe ich alles noch nicht. Deswegen, ja, finde ich, die Sachen sind ja jetzt nicht die, die man direkt nach der Geburt sowas braucht, dass jetzt auch unbedingt jetzt ein Mobili haben muss oder so. Kann man alles schnell bestellen. Ich denke, das Wichtigste habe ich. Wir machen jetzt noch mal alles ready und dann, ja, geht's los, meine Lieben. Ich bin schon wirklich jetzt aufgeregt, muss ich sagen. Aber wir machen jetzt noch das Zimmer fertig. Ich nehme euch noch ein bisschen mit und dann zeige ich euch hier den ganzen fertigen Bereich. Koy bir kenara bak. Öyle yapma bak. Veya belki bir kiste daha yaparız abi. İlk önce kaçtı kessin. Onu bunları içine koyarız.
ich habe mich halt doch für die weiße Auflage entschieden, weil die einfach diese Abtrennung hat. Denn ich habe ja diese kleinere Wickelauflage. Das heißt, das würde die Fläche nicht auffüllen. Und ich finde das gerade gut mit diesem Abteil da, weil da kann ich dann die anderen Sachen so platzieren, ohne dass die halt so umfallen und so weiter. Ja, der Nachteil ist halt so ein bisschen, dass jetzt diese Lücken hier offen sind, aber dadurch, dass da eh Sachen drauf liegen, sieht man das nicht. Also ganz ideal ist das nicht, aber wir werden sehen am Ende. Egal, das reicht. Das war jetzt auch nicht so teuer, der Aufsatz. Und ich denke, das ist okay, so kann man so lassen. Danke für den Tipp. Eine von euch hat mir geschrieben, vielen lieben Dank, dass sie auch einen Kaiserschnitt hatte und auch so ein ganz hohes Bett wie ich und dann halt Schmerzen hatte beim Bett ein- und auszusteigen. Ich habe ja jetzt schon Probleme mit meinem dicken Bauch hier hochzukommen auf meinen dicken Laster. Ich nenne immer mein Bett unseren LKW. Und deswegen hat mich mit schon den Hocker gebracht und es ist wirklich jetzt schon praktischer ins Bett rein und raus zu gehen. Und dann auch mit der Kaiserschnittnarbe. Also danke nochmal für den Tipp. Der auf jeden Fall hilfreich, also der hilft mir jetzt schon. Und danach auch. Ja, müssen wir den Hocker danach nur ein bisschen woanders platzieren, weil das Bett eigentlich ja dann da steht. Tofu! Oh, du süßes Baby. Mein Bauch ist überall im Weg. Komm, nicht. Da. So ist es nämlich schöner, ne, als wenn ich das nur von der einen Seite mache. Weil so finde ich das gerade so wegen dem Fenster. So. Oh, süß! Hat die Kuschelnestchen. Ah, süß. Leckert. Da kommt das so runter. Eigentlich, ne? Richtig so die Höhe? Von dem Dings hier? Ja, so dass Ja. hier die... Ist ja genau bis zur Matratze, ne? Ja. Dass kein Licht durchkommt. So wäre ja das Bett, wenn sie jetzt so bei mir schläft. Und ich kann es ja auch so ein bisschen wegschieben, tagsüber. Und eben auch hier so ranschieben. Wenn sie hier schläft, das Ganze wieder sichern. Und so. Hier ist jetzt, wie gesagt, jetzt ist das so zweifarbig. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil das sieht man gleich gar nicht. So, nur hier. Staub weg. Hier ist jetzt der Heizstrahler. Ich denke mal, das ist ganz gut so, dass das so und dann hier so runterstrahlt. Kann ich ja noch ein bisschen drehen und verschieben. Erstmal kann das so bleiben. Dann kommt hier die Wickelauflage. Und dann, ja, wer jetzt pingelig ist, dem würde das jetzt stören, dass es ein bisschen rausguckt. Aber mir ist das jetzt Schnuppe. So, weil ich wollte das genauso haben mit diesen Fächern. Damit jetzt hier kommt einmal der Mülleimer zum Beispiel hin. So, dann kann ich hier direkt nachts oder so Müll wegschmeißen. Dann können wir hier zum Beispiel ein paar Trockentücher hinmachen. Dann so, ja. Hier kommt ein kleines Kuscheltier zum Angucken. Und hier eins. Und dann können hier schon mal ein paar Windeln rein. Feuchtetücher. Und ein paar Wattepads. So. Das ist jetzt der fertige Wickelplatz.
Schon fix und fertig. Ich habe zum Glück meinen Roboter benutzt für die Fenster. Wohnzimmerfenster haben wir gemacht. Die Kinder helfen die ganze Zeit mit, ne? Ich habe jetzt nochmal aus dem Keller den Hühner rausgeholt. Weil der wirklich, also nochmal, ich will jetzt gar nicht wissen, wie dreckig das Wasser ist. Obwohl hier jeden Tag Saugroboter läuft. Was ich im Alltag ja benutze, ist ja immer eigentlich, dass ich täglich den Saugroboter laufen oder Handstaubsauger auf die Schnelle. Das sind immer die Sachen, die ich benutze. Aber man merkt schon, so gerade so, ich habe ja so diese Perserteppiche und so weiter. Die sind ja so sehr dünn. Oder jetzt auch der vor allem hier im Schlafzimmer ist sehr, sehr schwierig zu pflegen. Aber auch unterm Esstisch und so weiter, den habe ich mal gründlich gesaugt. Man merkt direkt, wie viel Dreck da rausgekommen ist. Ich finde den Wickelplatz toll. Also mich stört es jetzt nicht, dass es so zweifarbig ist, dass es hier vielleicht ein bisschen rausguckt an den Seiten. Ist mir jetzt Schnuppe, es soll jetzt praktisch sein. Wir haben jetzt Heizstrahler, wir haben jetzt einen ready, fertigen Wickelbereich. Ich bin zufrieden. Ne, also ihr seht, jetzt finde ich das eigentlich ganz gut so. Ich habe es extra jetzt so den Himmel hier lang gemacht und nicht jetzt, wie viele das ja so lang machen. Gerade eben wegen dem Fenster, weil es hier oft zieht bei uns. Und auch eben wegen dem Licht, damit es sich so ein bisschen noch schöner und kuscheliger hat. Finde ich das richtig, richtig süß. Gefällt mir auch so. Ich kann mich nicht so entscheiden, welche Farbe nehme ich denn jetzt. Soll ich jetzt grün nehmen, ne? Weil mein Schlafzimmer ist ja alles so viel grün. Oder soll ich jetzt rosa nehmen? Deswegen habe ich mich jetzt für beige entschieden. Finde ich, passt ganz gut hier zum Bettlaken. So grün-beige. Finde ich richtig süß. Also ich habe hier richtig geputzt. Miriam hat mir hier meine Lampe richtig entstaubt. Bett haben wir richtig nochmal sauber gemacht. Abgesaugt. Ich habe nicht so viel mitgefilmt, weil ich war ohne Kopftuch und Dings weiter. Das ist mir alles zu warm hier. Alles zu anstrengend, mich extra dafür anzuziehen. Deswegen, ja, alle Kinder haben hier mit angepackt, haben sauber gemacht, also auch so Wohnzimmer und so weiter, so andere Stellen. Gut, dass das Bett wirklich diese Rollen hat. Die Rollen sind wirklich nicht so die besten. Ist hier noch die Bremse? Achso, ich glaube, die Bremse war noch an. Die Rollen sind nicht so die besten, aber Hikmet meinte, er hat auch nochmal andere Rollen. Also ich gucke mal, ob ich die Rollen eventuell tausche, aber ich schiebe sie eigentlich nur so von hier nach da, von daher denke ich, geht das. Sollte es auf jeden Fall gehen. Wir werden sehen. Den Rollwagen habe ich jetzt auch noch mal ready gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich hier nutzen werde oder eher im Wohnzimmer. Ich habe hier einfach diese Tasche, ne, die kann man ja auch so mitnehmen. Einfach mit den Wickelutensilien. Ja, das werde ich dann eigentlich sehen, wenn ich dann alles benutze. Dann werde ich sehen, ob ich das so gebrauchen kann. Ich habe hier noch ein paar Spucktücher reingemacht, Stilleinlagen, so ein bisschen meine Sachen. Unten noch so ein bisschen Snacks oder so. Also vielleicht auch eben gerade so für nachts, wenn ich stille und was brauche. Keine Ahnung. Also das steht bei mir aktuell, steht auch hier so ein bisschen hier in der Ecke. Aber ich werde dann sehen, wie ich den benutze, ob ich den benutze. Jetzt ist doch relativ voll geworden, aber trotzdem, Gott sei Dank, haben wir genug Platz. Oh, ich bin gerade so richtig happy. Oh, ich liebe das. Ich liebe das, wenn es dann so... Ich bin zwar jetzt fix und fertig gerade, mir tut alles weh, aber ich mag das, wenn dann alles so sauber ist. Jetzt bin ich so... falls ich wen kriege oder so, ich bin ready. Mein Koffer ist gepackt, meine Lieben. Das Einzige, ich packe noch meine Handtasche, also meine große Tasche, wo jetzt nochmal so Ladekabel, Powerbank, ne, meine Mutterpass, so alles wichtige Sachen, kommt halt einfach noch in meine Handtasche. Fürs Baby habe ich alles eingepackt, was ich brauche. Wir haben alles, oder? Falls ich immer noch was vergessen habe, schreibt es definitiv in die Kommentare. Ich sag mal so, ich will jetzt nicht garantieren, dass nächsten Sonntag direkt ein neuer Vlog kommt. Vielleicht mache ich da die Woche Pause, ne? Weil ihr wisst ja, ich habe ja jetzt keine Mitarbeiterin mehr, leider. Ich habe die ja entlassen. Das heißt, ich mache wieder alles alleine. Wenn Miriam Lust hat und so weiter und das Video schneidet oder so, dann würde ich, ja, die knickt mit der Kamera. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Der Hauptsache, das Wichtigste ist, dass jetzt erstmal alles gut läuft. Und mit der Geburt, was super witzig ist, das habe ich vergessen euch zu sagen, ne? Das hatte ich nämlich bei dem letzten Kaiserschnitt mit PDA nämlich nicht, weil diese Methode kam danach. Und zwar ist es ja die Methode, wo die dann, nachdem sie beim Kaiserschnitt, ihr wisst ja, falls ihr es nicht wisst, da ist ja so eine Sichtschutz, ne? Ich bin ja wach, ich bin ja nur betäubt von, ne, ab so Brust, Beine ist ja alles betäubt und man kriegt ja alles mit, außer halt keine Schmerzen. Und dann ist es so, dass wenn die aufgeschnitten haben, alles bereit gemacht haben, dann machen sie diesen Sichtschutz runter, so dass man ein bisschen mehr mitbekommt als Mutter, wie die Geburt ist. Also man soll dann auch so ein bisschen pressen und drücken und dann wird das Baby rausgeholt und dann hat man so ein bisschen mehr dieses Gefühl, so ich habe das Kind geboren, statt dass die um die Ecke kommen.
hinterm Sichtschutz und zeigen das Kind, sondern so ein bisschen direkt, dieses Kind wird rausgeholt und einem gegeben. Und auch der Hikmet darf dann die Nabelschnur durchschneiden, das gab es vorher nämlich auch nicht. Das wird auf jeden Fall eine neue Erfahrung, ne? Weil ich meinte ja zu euch, ich habe alle Geburtsmethoden durch. Also das wird auf jeden Fall eine neue Erfahrung, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr könnt auf jeden Fall auf Instagram auch reinschauen, ne? Wer uns da noch nicht folgt. Da bekommt ihr wahrscheinlich schneller Infos als hier. Und ich habe mir eh noch einen Tag vorgenommen, mich komplett auszuruhen. Ja, also keine Sorge. Ich gehe nicht fix und fertig zur Geburt, weil ich muss ja schon 7:30 Uhr im Krankenhaus sein und so weiter. Und dann ist natürlich, wird es ein anstrengender Tag. Deswegen versuche ich mich auf jeden Fall wenigstens einen Tag vorher nochmal gründlich auszuruhen. Ja, keine Sorge, das mache ich noch. Ich werde auf jeden Fall an meine lieben Schwestern und Frauen, die einen Kinderwunsch haben. Auf jeden Fall werde ich an euch denken und euch in meine Gebete einschließen. Ja, möge jedem sein Kinderwunsch inshallah erfüllt werden. Falls ihr noch welche Wünsche habt und ich an euch denken soll, dann sagt mir gerne Bescheid. Vielleicht denke ich bei der Geburt daran, euch in meine Gebete einzuschließen. Ansonsten, ja, betet auch gerne für uns, dass alles gut geht und unsere Tochter gesund und munter zur Welt kommt. Und ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt und jetzt freue ich mich und jetzt ist alles ready. Auch wenn ich alles auf dem letzten Drücker gemacht habe. Aber ja, ich habe euch den Kinderwagen gar nicht gezeigt, ne? Ich habe mich eben für den Donor entschieden, weil ihr habt mich bombardiert damit. Und auch meine Hebamme hat mir den übrigens empfohlen, weil das ist der neue Donor X. Den kann man nämlich in Liegeposition machen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil natürlich soll ein Kind nicht so lange in so einer Autoschale sitzen, weil die Position in der Autoschale ist ja eher sitzend. Ja, also bei der Autofahrt muss man das auch in die Sitzposition machen. Und ich glaube, so sollte ein Neugeborenes nicht länger als 1,5 Stunden so in dieser Position sein. Und das ist eben das Tolle am Donor, dass man den halt eben nochmal einmal ein bisschen aufklappen kann, so leicht liegen und nochmal komplett liegen. Und ich dachte mir, das ist jetzt einfach praktisch, weil ich habe die Autoschale, ich habe trotzdem eben, dass ich den schieben kann mit den Beinen praktisch, muss nicht die Autoschale schleppen, muss nicht von Autoschale jetzt in den Kinderwagen und so weiter. Da ich ja auch viel vorhabe, eventuell eine Trage zu benutzen, denke ich, das war jetzt die beste Option, den zu nehmen. Und da kann man später immer noch gucken, ne? Man kann es ja so 1,5 Jahre benutzen und danach würde man direkt auf den Buggy umsteigen. Und ich habe halt auch wirklich praktisch gedacht, weil meine Hebamme meinte auch, der ist super praktisch, gerade hier in Berlin, hier ist alles immer eng. Wenn du in den türkischen Supermarkt willst, ist es eng und so weiter. Deswegen ist das schon sehr praktisch und kompakt. Und sowas hatte ich ja zum Beispiel auch bei Medium. Ich weiß nicht, welche Marke das war, aber da hatte ich auch hier diese Babyschale und da war es immer diese Beine, wo man das dann draufgesetzt hat. Und ich weiß, dass ich das super viel bei ihr benutzt hatte. Deswegen, und ich bin ja nicht so eine Person, die jetzt irgendwo jetzt stundenlang unterwegs ist, die jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt irgendwie im Dorf leben und ich mache jetzt einen Spaziergang zum Supermarkt, 1 Stunde hin und zurück. Ja, und das Kind liegt da so lange drin und so weiter. Wir sind hier in Berlin, ich bin immer mit Auto unterwegs, dann ist das Kind in der Autoschale und dann ist man schnell, zack, zack, vielleicht eine halbe Stunde einkaufen, vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Wie gesagt, will ja auch gerne dann viel eine Trage benutzen, wenn das klappt, wenn das funktioniert. We will see. Ich werde euch mitnehmen und euch berichten. Ihr werdet das hoffentlich alles mitkriegen, aber ja, gut. Ich glaube, ich habe genug gequatscht. Das war jetzt nicht so ein langer Vlog wie letzte Woche, aber ich hoffe, ihr freut euch dennoch, dass ich euch jetzt in den letzten Schritten, den letzten Tag sozusagen nochmal mitgenommen habe. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video dann mit Baby wieder. Und ja, oh, das ist voll emotional, so nächstes Video, wenn wir uns sehen, dann schon mit einem Baby, inshallah, hier drinnen. Ja, so Gott will, dass alles klappt und alles gut geht und das Kind gesund und munter auf die Welt kommt, dann sehen wir uns wieder. Also, ich hoffe, ihr lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. Bis zum nächsten Video, meine Lieben, wenn wir dann, inshallah, eine 11-köpfige Familie sind.